Hast du dich schon mal gefragt, warum Zitronen nach Zitronen riechen und Orangen nach Orangen riechen? Und jetzt wird's verrückt. Dahinter steckt ein und dasselbe Molekül, das einmal nach Badreiniger und das andere Mal nach Sommerdrink riecht. Heute zeige ich dir die Magie von Bild und Spiegelbild und wie Chiralität das Riechen beeinflusst. Lass uns gleich loslegen. Stell dir vor, draußen ist es bitterkalt. Du möchtest schnell ein paar Handschuhe anziehen. Du greifst nach einem Paar. Diese sehen fast identisch aus und ohne es zu merken, greifst du für die linke Hand einen rechten Handschuh. Du versuchst ihn noch anzuziehen, merkst aber, dass dieser aufgrund des Daumens blockiert. Klar, du brauchst für die linke Hand einen linken Handschuh und für die rechte Hand einen rechten Handschuh. Aber genau so funktionieren viele Biomoleküle. Wir sprechen hier von dem Thema Chiralität, übersetzt aus dem Griechischen Händigkeit. Die linke Hand verhält sich zur rechten Hand wie Bild und Spiegelbild, aber aufgrund des Daumens sind die beiden Hände nicht deckungsgleich. Dieses Prinzip ist entscheidend für viele Dinge, wie zum Beispiel den Stoffwechsel, der über Enzyme gesteuert wird, aber auch die Wirksamkeit von verschiedenen Medikamenten und auch vor allem zum Beispiel, wie Duft- und Aromastoffe in Parfüms riechen. Ich möchte dir in den nächsten 5 Minuten zeigen, was Chiralität ist und wie es genau funktioniert. Es gibt im Wesentlichen 2 Arten von Chiralitäten, die ich dir heute zeigen möchte. Dazu habe ich dir ein Beispiel mitgebracht, das ich in meinem Garten gefunden habe. Es handelt sich hierbei um ein sogenanntes Schneckenhaus. Dieses Schneckenhaus, wie du erkennen kannst, besitzt eine Art Schraubenstruktur und besitzt eine Öffnung. Du kannst jetzt in die Öffnung in Steigungsrichtung hier mit der rechten Hand hineingreifen und der Daumen zeigt jetzt hier in Steigungsrichtung. Wenn das mit der rechten Hand passiert, handelt es sich hierbei um ein sogenanntes rechtsgängiges Schneckenhaus. Diese Art der Chiralität nennen wir axiale Chiralität und du findest sie auch recht häufig in der Natur. Beispielsweise hier unsere sogenannte physiologisch häufigste Form, die B-DNA, findet hier auch als rechtsgängige Helix in der Natur statt. Du kannst natürlich auch linksgängige Schneckenhäuser finden, diese sind aber nur sehr selten zu finden. Das gleiche gilt hier für die sogenannte Z-DNA, die nur unter bestimmten Bedingungen auftritt. Für die DNA und ihren Helixstrukturen habe ich dir bereits ein eigenes Video gemacht, das du hier oben in der Infokarte findest, beziehungsweise das ich in der Beschreibung verlinkt habe. Dass nur bestimmte Moleküle in Form einer bestimmten Chiralität auftreten, nennen wir Homochiralität. So werden ausschließlich L-Aminosäuren und D-Zucker gefunden, das heißt also die Bilder. Die Spiegelbilder sind eher selten und nur schwer zu bekommen. Übrigens, wer ein linksgängiges Weinbergschneckenhaus findet, da schreib es mir doch bitte hier unten in die Kommentare. Ich suche schon seit Jahren eines und ich finde immer nur das rechtsgängige Schneckenhaus. Gerne können wir dann auch über den Preis verhandeln. Lass uns jetzt etwas tiefer in die Materie einsteigen und ich möchte dir die etwas kompliziertere zweite Form der Chiralität erklären. Starten wir hierbei vom Methan. Methan, CH4, besitzt in seinem Zentrum ein Kohlenstoffatom und hier dran sind 4 Wasserstoffatome über jeweils 4 Einfachbindungen gebunden. Das Besondere dabei ist, es handelt sich nicht um eine ebene, flache Struktur, wie hier gezeigt, sondern es bildet einen sogenannten Tetraeder, wie du in der Keilschreibweise erkennen kannst, oder besser noch hier in diesem Kalottenmodell. Und zwar in die Ecken des Tetraeders schauen die Wasserstoffatome und in deren Zentrum befindet sich der Kohlenstoff. Das Besondere an diesem Molekül, es ist symmetrisch. Wir können in dieses Molekül eine Symmetrieachse reinlegen, beziehungsweise eine Drehspiegelebene und du wirst sehen, es ist ein symmetrisches Molekül. Das ist noch nicht besonders spannend. Aber was passiert, wenn wir die 3 Wasserstoffatome, die hier drin sind, gegen andere Atome austauschen? Und das möchte ich dir zeigen. Du siehst hier unten, wenn wir Jod, Brom und Chlor austauschen und noch einen Wasserstoff lassen, dann bekommen wir eine sogenannte Asymmetrie rein in diesen Tetraeder. Wir sprechen auch von einem asymmetrischen Kohlenstoffatom,
da er sich im Zentrum befindet und die Symmetrie vorgibt. Du kannst hier auch nochmal erkennen, dass in den Ecken jetzt jeweils 4 unterschiedliche Atome vorhanden sind und aufgrund ihrer unterschiedlichen Größe kommt es jetzt zu einer Verzerrung des Tetraeders, zu einer Asymmetrie des Tetraeders und das hat entscheidende Folgen, wie ich dir jetzt gleich zeigen möchte. Es führt nämlich zu einer tetraedrischen Chiralität, die erstmal gar nicht so einfach zu verstehen ist. Und zwar bilden sich jetzt aufgrund dieser Situation ein neues Bild und ein neues Spiegelbild, wie du hier an meinem Falttetraeder erkennen kannst. Zu dem Falttetraeder habe ich dir ein Faltvideo gemacht, mit dem du die Chiralität genau verstehen kannst. Nutze doch hier auch die Infokarte oder in der Videobeschreibung findest du einen Link, um diesen Falttetraeder einfach aus Papier nachzubauen. Hier unten siehst du auch nochmal diese 2 spiegelbildlichen Tetraeder, die sich bilden. Was heißt das jetzt, Bild und Spiegelbild? Das heißt, wir haben hier die gleiche Summenformel, es handelt sich hier um Isomere, aber sogenannte räumliche Isomere, Stereoisomere. Und diese Bild- und Spiegelbildlichkeit ist eine Besonderheit, wie ich dir bereits erklärt habe. Aber schauen wir uns jetzt an, wie es zu dieser räumlichen Struktur kommt. Dazu habe ich dir diese beiden Strukturen mitgebracht. Du siehst hier diese beiden Tetraeder, die in dem Bild gezeigt sind. Sie verhalten sich jetzt zueinander, wie du erkennen kannst, wie Bild und Spiegelbild. Das heißt, wir können über eine Spiegelebene diese zueinander abbilden. Das Interessante ist jetzt, was passiert, wenn ich jetzt eine Bindung lösen tue und diese einfach umstecken werde. Ich mache das für dich schnell und du wirst sehen, es überrascht. Was jetzt passiert ist, dass plötzlich die Moleküle deckungsgleich geworden sind. Das heißt, wir haben jetzt deckungsgleiche Moleküle und wir haben eines von diesen beiden Stereoisomeren gebildet, entweder das Bild oder das Spiegelbild. Wir können das gleiche nochmal machen. Ich stecke jetzt einfach wieder wahllos irgendwelche Bindungen um und wir schauen wieder, was passiert. Wir sehen jetzt, dass sich jetzt, wie du erkennen kannst gleich, das Bild und das Spiegelbild wieder zurückbilden werden. Wir versuchen jetzt wieder die Deckung herbeizubringen und du siehst, es handelt sich jetzt hier wieder um Bild und Spiegelbild. Und das können wir so oft machen, wie wir wollen. Aber das Entscheidende ist, du hast jetzt erkannt, dass es sich hier um sogenannte räumliche Stereoisomere handelt. Und das hat einen großen Einfluss auf die Biologie. Aber lass uns jetzt zum Beginn unseres Videos zurückkehren. Ich habe dir versprochen zu erklären, warum Orangen nach Orangen und Zitronen nach Zitronen riechen. Und hier müssen wir über den sogenannten Duftstoff Limonen sprechen. Du siehst die Strukturformel hier auf der rechten Seite. Dieses riecht, ist ein starker Geruchsträger. Das Interessante dabei ist jetzt, es besitzt genau hier in der Mitte, in Gelb gezeichnet, einen asymmetrischen Kohlenstoff. Das heißt, es kann jetzt 2 Isomere bilden. Es ist nicht sofort offensichtlich, dass diese Asymmetrie hier vorhanden ist, aber wenn wir uns genauer anschauen, sehen wir wieder hier 4 verschiedene Substituenten, diese sogenannte Isopropyl- oder Isobutengruppe, dann hier diesen Bereich im Ring und den anderen Bereich im Ring. Ich werde dir später erklären, dass diese Doppelbindung hier zu einer Asymmetrie führt im Molekül und noch zusätzlich ein Wasserstoffatom, das hier nicht gezeichnet ist. Wir haben also 2 mögliche Stereoisomere, die sich bilden können. Das eine Stereoisomer ist das sogenannte S-Limonen. Das hat einen Geruch nach Orange und ist orangenartig, süßlich und mild. Und sein Gegenpart, das andere Stereoisomer, ist das sogenannte R- oder Plus-Limonen, das zitronenartig bzw. frisch und fruchtig riecht. Und die Strukturen, die möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Du siehst jetzt hier in farblich dargestellt diese 4 verschiedenen Substituenten, hier in schwarz das Chiralitätszentrum des Kohlenstoffs, das tetraedrisch ist und hier nochmal in rot dargestellt dieser Isobuten-Substituent, der Wasserstoff, dann hier einmal den Ring auf der linken und auf der rechten Seite. Das ist hier unten farblich wiedergegeben am Tetraeder, einfach über die Farben, die 4 verschiedenen Substituenten, die sich hier in diesem Molekül verbergen. Das gleiche gilt hier für das R-Limonen.
Hier kann ich genau das Spiegelbild dazu formulieren, indem ich praktisch hier diese Struktur gespiegelt darstelle zu der anderen, beziehungsweise hier unten im Tetraeder genau die Farben umgekehrt sind. Da es sich um räumliche Isomere handelt, ist das Ganze gar nicht so einfach zu sehen. Ich möchte dir deswegen jetzt noch ein paar weitere Beispiele geben gegen Ende, damit du die Chiralität vollständig verstehst. Schauen wir uns dazu eine Struktur an, die praktisch das Vorprodukt bildet für unser Limonen. Es handelt sich hierbei um P-Menthan. Es ist eine geruchslose Substanz. Du siehst aber schon in ihrer Grundstruktur, sieht es sehr ähnlich aus wie das Limonen. Du wirst aber, wenn du hier diesen Kohlenstoff anschaust, finden, dass es sich hierbei um eine Struktur handelt, wo eine Symmetrieebene durch diese Struktur hindurchgeht. Somit ist sie nicht chiral, es handelt sich um ein achirales Molekül. So ähnlich wie wir es bei Methan gesehen haben. Dort hatten wir auch eine Spiegelebene und eine Symmetrie in dem Molekül. Bei dem Limonen gibt es aber einen kleinen Unterschied, der sofort zu einer Chiralität führt. Und zwar, wenn ich hier den Wasserstoff wegnehme, der sich hier bei den beiden Kohlenstoffen befindet, bildet sich eine neue Bindung, und zwar eine Doppelbindung aus. Und du siehst, was passiert. Die Symmetrie dieses Ringes wird gebrochen und wir bekommen eine Asymmetrie in diesen Sechsring hinein. Und wir bekommen jetzt aus einer geruchlosen Verbindung eine riechende Verbindung, die unsere Rezeptoren in der Nase sozusagen wahrnehmen können. Dieses Molekül ist chiral und wie wir bereits wissen, hat es diese zwei Isomere R und S-Limonen. Wir könnten das auch ein bisschen vereinfacht darstellen, wieder über unseren Tetraeder. Und zwar, wenn wir jetzt hier unsere Zitrone sehen mit diesem Isomer und unser Spiegelbild mit dem anderen Isomer, dann hätten wir in der Nase Rezeptoren, die zum Beispiel den orangenartigen Geruch wahrnehmen können. Das heißt, wir haben Riechrezeptoren, die Orange wahrnehmen können. Und diese Rezeptoren sind jetzt interessanterweise genau spiegelbildlich zu unserem Molekül. Das heißt, du siehst wie jetzt die Chiralität wie Hand in Handschuh. Ich hatte dir ja ganz am Anfang des Videos gezeigt, wie die linke Hand in den linken Handschuh und die rechte Hand in den rechten Handschuh passt. Genau das gleiche passiert hier auch. Und zwar nur eines dieser beiden Stereoisomere passt jetzt in diesen Rezeptor. Schön dargestellt hier über die Formen, über die Strukturen. Hier an diesem Tetraeder, wo ich hier nur einmal sozusagen diese molekulare Erkennung bekomme. Das heißt, im Umkehrschluss brauchen wir für unsere Bilder spiegelbildliche Rezeptoren, um hier die Molekularität zu erkennen und dadurch auch riechen zu können oder auch zum Beispiel um einen Wirkstoff, den wir entwickeln, ein Pharmaka, ein Pharmapräparat, wirksam zu machen. Zum Schluss möchte ich dir noch ein Beispiel geben, um zu zeigen, wie komplex die Chiralität werden kann. Dazu habe ich dir eine Pflanze ausgesucht, die du kennst. Es handelt sich um die Pfefferminze. Sie enthält 30–55% von dem Menthol. Das ist zum Beispiel in Kaugummis oder Zahnpasta drin und hat eine erfrischende Art, dieses Aroma. Die Frage ist jetzt, wie sieht die Struktur aus und was ist das Besondere an diesem Menthol? Dazu möchte ich dir gleich die Struktur zeigen. Du siehst hier, es handelt sich wieder um einen Sechsring, an dem auch wieder eine Methylgruppe und eine Isopropylgruppe dranhängt. So ähnlich wie wir es vom Methan kennen. Ich möchte jetzt einfach hier diese OH-Gruppe abdecken und dann weißt du, wir hätten jetzt ein achirales Molekül. Beim Limonen hatten wir hier oben noch eine Doppelbindung drin, die dazu geführt hat, dass hier unten ein neues Chiralitätszentrum entstanden ist. Wenn wir die Doppelbindung jetzt weglassen, aber hier eine neue Gruppe hinmachen, und zwar eine Alkoholgruppe, eine OH-Gruppe, dann passiert was ganz Neues. Wir sehen plötzlich, dass nicht nur hier unten ein Kohlenstoff asymmetrisch wird, sondern zusätzlich an der Alkoholgruppe der Kohlenstoff im Ring und hier oben bei der Methylgruppe im Ring auch wieder ein Asymmetriezentrum entsteht. Wir sprechen hier von 2�3 möglichen Stereoisomeren. Das ist die Anzahl an möglichen Isomeren, die sich bilden können theoretisch. Und das wären jetzt 8 Stereoisomere. Und das ist doch schon verrückt. Das heißt, dieses Molekül besitzt jetzt 8 mögliche Stereoisomere
und nur eines davon, und zwar das Minus-Menthol, das riecht nach Pfefferminze. Die anderen 7 haben einen ganz anderen Geruch. Ich hoffe, du konntest einiges für dich aus dem Video mitnehmen. Falls dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch bitte einen Daumen hoch, das unterstützt meine Arbeit. Abonniere meinen Kanal. Beim nächsten Mal möchte ich dir zeigen, wie man mit diesem Falltetraeder, den Link findest du in der Videobeschreibung, die Chiralität einfach bestimmen kann.